Wird man richtig aggro vorm Training, Alter. Das ist das Pre-Workout-Ritual heute, oder was? Ja, ich bin in der Kluft. Ich bin in der Kluft aktiv, wenn man hier sieht. Sieht man gerade nicht, aber ich habe eine fette Loose-Streak gerade am Laufen. In dem Game jetzt oder allgemein? Allgemein im Leben. Nee, Spaß. Im Game auf jeden Fall, ja. Ich habe LoL bestimmt seit 15 Jahren nicht gespielt, Mann. Ja, so ein schnelles A-Run geht schon. In die Rank jetzt würde ich vom heutigen Rückentraining auf jeden Fall nicht gehen. Da braucht man schon vollen Fokus und dann fange ich an zu doll zu schwitzen. Aber so ein entspanntes A-Run geht schon. Dennis kommt zwar gleich, aber ich muss die Runde hier auf jeden Fall noch durchzocken. Ich kann hier meine Kameraden, meine Ingame-Mates kann ich hier nicht im Stich lassen. Meine Chance. Oh! Alter, so eine Scheiße, Mann. Jetzt auch keinen Bock mehr. Du kannst doch deine Mates nicht hängen lassen. Jetzt ab, dein Team braucht dich. Mann! So eine Scheiße. Ja, aber jetzt stimmt wenigstens die nötige Motivation fürs Training. Ich zock später weiter. So, unter dem Druck, weißt du, der Druck in-game ist ja schon das eine, aber der Druck mit der Kamera. Ey, sorry, ist das eine Klimaanlage oder? Ja, es ist eine Lüftung. Da kommt richtig angenehme kalte Luft raus. Ja, sonst würdest du auch verrecken. Ja, denke ich mir. Ja, das ist echt geisteskrank heiß hier. Die Blume hat auch schon ihre besten Tage gesehen. Ja, die habe ich eben schon ohne dein Wissen gefilmt. WM geschaut? Ja, voll. Aber bin noch voll besoffen vom Wochenende, Alter. Das war brutal. Die WM, Alter, war überwischt, Alter. Ja, ich habe mitbekommen, irgendwie jetzt, wir sind rausgeflogen. Ich kenne immer noch nur einen Nationalspieler. Leroy Sané. Ist der bei Deutschland? Hey. Oh, ja, das ist staubtrocken. Ich dachte, Palmen überleben auch ohne Wasser, Mann. Das ist doch keine Palme. Ist das eine Palme? Ja. Schon bessere Zeiten gesehen. Ist da noch eine Pflanze? Nee. Das Isoclear muss nicht gegossen werden. Oh ja, die hat schon die besten Tage gesehen hier. So. Jetzt sind die Blumen aber wieder frisch. Ne, hier ist noch eine. Boah. Der Bonsai. Das sind meine Lieblingsbäume, by the way. Auch schon ganz schön trocken, ne? Die entwässert gerade für den Wettkampf. Können wir nicht Dennis mit dieser Aufgabe irgendwie bestücken? Sich immer um die Pflanzen zu kümmern, wenn er da ist? Der hat die Wasseraufgabe. Können wir. Der war doch alles voll letztes Mal. Was ist denn da passiert? Der Bär hatte Hunger, Alter. Du hast doch nicht diese ganzen Meals gegessen. Die mussten weg. Jetzt gibt es hier eiskaltes Wasser. Sieht von außen gar nicht so aus, als wäre es gefroren. So, das sollte reichen. Wenn wir boostern. Wann sollte eigentlich Dennis da sein? Weil es ist schon 13:20 Dennis! Dennis ist da. Und jetzt musst du dann weiter. Dennis! Was geht ab, Alter? Wieso nur die Faust? Hä? Ich dachte, wir sind Bros. Nee. Das ist. Ey, muss ich wieder meinen Paule, meinen ersten Coach, zitieren. Der hat immer gesagt, 6 Wochen vor dem Wettkampf gibst du keinem mehr die Hand. Nur so. Hat er auch recht, Alter. Nur so. Ja. Das habe ich mir seitdem angewohnt. Seit ich ein 16-jähriger Bengel bin, gebe ich eigentlich immer nur die Faust. Außer auf der FIBO, da mache ich immer den und dann Desinfektion. Da brauchst du dann 5 Liter am Tag. Ja, weil voll oft sind die Leute abgefuckt, wenn ich nur G gebe, aber das machen wir aus Desinfektionsgründen. Ja. Deswegen 3 Wochen bis Wettkampf Yes. und da wird nur die Faust gegeben. So schaut's aus. So sieht's aus. Was wir uns aber geben, ist Crank Pump Pro 2.0. Und zwar 2 Scoops. Und ich weiß, die Frage kommt jedes Mal, wenn ich einen Booster anmische. Wann kommt der hier wieder? Ja. Wann kommt er denn wieder? Kommt gar nicht, denn es kommt ein neuer. Aber da muss man sich leider noch ein bisschen gedulden. Mir sind die Hände gebunden. I'm sorry. Aber die Formel ist da. Abgeschmeckt wurde der ja auch schon mit Stefan Pütz unter anderem. Und der wirkt. Deswegen, so lange müssen wir uns noch mit Der auch guten Variante geben. zufrieden. Mit der Pump-Variante. Ja. Denn heute gibt es einen saftigen Rückenpump.
Digga, bei mir heute aber, ich sag's dir gleich, nur Rücken. Weil meine Arme haben immer noch... Nee, ja, Arme habe ich mir auch schon überlegt bei mir haben schon Samstag gut Arme gemacht. Also weiß jetzt nicht, ob da ein Tag Pause, wenn wir gleich wieder draufhauen, bringt auch nichts. Nee. Ich mache Rücken, halbe Extension, eine Hamstring. Ja, okay. Dann bin ich durch. Rücken und Hinterschulter. Ja, genau. Perfekt. So stimmen wir unser Training immer ab. Sitzen wir dann am Tisch und dann ist so, manchmal morgens auch schon, ich sprach mir immer, boah Digga, ich bin so am Sack, Alter. Irgendwas kommt. Aber zurzeit sind wir in einem guten Flow wieder. Ich mag das auch. Ich kann es mir nicht ausmalen, wie es ist, wenn wir beide mal in einer Wettkampfvorbereitung sind. Es war ja noch nie der Fall, dass wir beide gleichzeitig Wettkampfvorbereitung gemacht haben. Wie meinst du vom Flow her? Nee, wie wir uns auseinandersägen. Ach so, ja. Weil ich finde es immer geil, ich lasse mich jetzt so von ihm mitziehen, was so die Motivation und diesen Drive angeht vor dem Wettkampf. Also die ganze Vorbereitung hat man einfach einen anderen Tunnelmodus als im Aufbau. Und er lässt sich mitziehen von den Off-Season-Gewichten aber. Und das ist schon eine geile Kombo. Aber ich muss sagen, was diesmal richtig läuft in meiner Diät, was immer falsch gelaufen ist, der Urs, der sagt mir knallhart, Digga, was machst du jetzt heute hier schon wieder? Willst du das noch machen und das noch machen? Da hat er gesagt, hör zu, das bringt nichts, wenn du jetzt mehr machst, weil ich mache den Fehler auch immer, das schadet dir nur mehr. Du verlierst nur Substanz, du bist fertig, Mann. Verschwend nicht irgendwas. Wir müssen eher gucken, dass du dein Volumen hältst und nicht, dass du irgendwie... Ich weiß ja, wie es ist, sagt er so. Und das ist halt geil, weil in der Diät, da verliert man einfach, also so geht's mir, komplett das Objektive für sich die letzten Wochen selber so. Ich sag, ich sehe scheiße aus und Urs sagt zum Beispiel, nö, heute siehst du gut aus. So, weil da verrutscht alles und dann versucht man zu kompensieren, noch an der Schraube zu drehen, und man macht eigentlich alles komplizierter und will es noch besser machen, aber eigentlich ist es so simpel. Und wenn dann halt einer da ist, der hat Off-Season, der sieht es einfach anders und auch schon gut so auch mal, also finde ich auch gut. Deswegen sage ich, wie wäre es, wenn wir beide in der Vorbereitung sind? 20 Übungen. Aber ich glaube, so ist es schon ziemlich geil. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, das darf man wieder nicht zu laut sagen, sonst kriegt man Hate, aber der einzige Grund, warum man auch so einen Coach braucht, ist die 4-5 Wochen, also auf unserem Level jetzt, weil wir beide wissen, wie man in Form kommt, wir beide wissen, was man nehmen muss, wir beide wissen, wie man trainiert. Aber dieses Auge zu haben, das Auge, was bei Stefan zum Beispiel auch so krass ist, der alles genau sieht und meinen Körper dahingehend kennt, das ist schon wichtig, vor dem Wettkampf zu haben, dass man da vom eigenen Kopf nicht irgendwie vorgeführt wird. Deswegen, coole Sache, und ich versuche Dennis vor den Fehlern zu bewahren, die ich selbst immer mache, wo ich selbst immer drauf reinfall, wo du mir gestern Abend auch geschrieben hast, so, da wusste ich gleich, du hast Heißhunger, weil Dennis hat 2 Ladetage oder 3 Ladetage aufgeschrieben bekommen, und ich kenne es ganz genau gleich, ich weiß, wie man Hunger kriegt, wenn man mehr Kohlenhydrate isst, und dann kommt man in diesen Modus, ja komm, das geht schon noch rein, und da kann man sich gut gegenseitig bremsen oder auch pushen, auch ganz wichtig, zu sagen, ey, jetzt nicht rumheulen, sondern jetzt einen Gang reinschalten und nochmal drauf treten. Und so kann man das ziemlich geil rausarbeiten. Also war auch für mich letztes Jahr richtig geil, wo Dennis seinen Aufbau gemacht hat und wir das Spiel sozusagen umgedreht hatten. Deswegen. Und die Resultate sprechen für sich. Du siehst so gut aus wie noch nie in deiner Karriere. Ich sah letztes Jahr aus, so wie noch nie in meiner Karriere, und ich glaube, so kann man das große Erwachen gibt es, wenn beide in der Vorbereitung sind. Beide abgemagert auf der Bühne. Da geht noch was. Wir machen noch 10 Übungen, Alter. Wir können noch härter kommen. Ja. Gar nichts mehr dran so bei uns. So, wir machen Open Bodybuilding, aber sind komplett so dünn, so alles ist weg. Aber Hauptsache so überall Fasern. Das war so, wir sind aber auch. Wir hätten noch 200% Härte raus. In der Men's Physik. So, aber zurück zum Pre-Workout. Es gibt noch, ich mache gerade wieder einen Selbstversuch, ich nehme gerade wieder mehr Kreatin. Was heißt mehr? Ich nehme 10 Gramm. Hä, das ist doch normal, oder? Ja, ich bin mit 5 Gramm mein Leben lang schon immer gut klargekommen, muss ich sagen. 5 Gramm sind bei mir
immer ausreichend gewesen. Jetzt probiere ich mal 10 Gramm, nicht diese 30 Gramm Geschichte, da scheiße ich mir so in die Hose, Alter, das sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn es dann vom Hirn was bringt. Aber wir wissen ja, als Bodybuilder hat man eh nichts im Hirn. Deswegen eben. bringt auch das Kreatin nichts. Apropos Hose scheißen. Ich muss so eine Geschichte erzählen. Cam oder on? Nein, wir machen, ist wirklich, ich habe das Ding, weißt du, wenn ich immer so ganz viel lade, auf einmal so viel Kohlenhydrate esse, dann sage ich doch immer dir, Alter, ich kann nicht aufs Klo Ey, gehen. warte mal. Wir haben letztes Video schon beim Beintraining so viel über Scheiße und so geredet. Du kennst meine Mom. Ja. Meine Mom weiß aber, dass meine Mom Markus eine Ansage drückt, Ja. wenn im Video was nicht passt. Jedes Video wird von Urs Mama gereviewt, ob es Ja. raus darf. Weil ich hab doch einmal hier ins Klo gepinkelt und Markus hat so von hinten gefilmt. Ja. Oh, der hat über die Standpauke gekriegt. Aber okay, erzähl erstmal drauf los. Ich kann es ja noch rausschneiden. Genau, pass auf. Ich habe dir doch gestern noch geschrieben, so, Bro, ich sag dir, mein Magen ist so voll, da hast du noch gesagt, so, ey, Ballaststoffding und so, Digga, ich bin schon bei 10 Gramm Flohsamenschalen morgens und abends, Inulin, der kommt nichts so raus, wenn ich gleich so... 10 Gramm morgens und abends. Boah, Digga. Und jetzt pass auf. Warte mal, zum Vergleich, 10 Gramm morgens, abends ist viel. Was würde bei dir da passieren? Ja, ich würde schon eine Weile auf dem Thron länger verweilen. Ich verweile da eh schon lange, mache das moderne Office des modernen Mannes. Aber da wird schon Beefy nochmal richtig Pötchen geben. Okay, Jetzt das pass heißt, auf. Ja. Kannst du dich noch an diese fermentierten, getrockneten Pflaumen erinnern? Niemals! Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Alter, ich frage jeden, Alter, ich kann nicht aufs Klo mit dem Carb-Ding und so. Und ich habe die noch gehabt, 5 Stück. Da habe ich gedacht, komm, du hast doch nichts zu verlieren. Eine vom Schlafengehen habt ihr ja gesagt, so. genau, mit man kann, lauwarmem Wasser. ey, ohne Scheiß, das Ding ist vielleicht so groß, gell? Das Ding ist, Das ist so. lächerlich klein. Ja. Da ist sogar noch ein Kern drin, Ja, genau. du musst nur das so abkauen. Das schmeckt irgendwie ganz interessant. So salzig Ja, und genau. so, nicht vergammelt, Nee, weil ist fermentiert gut. ist ja vergammelt, Ja. oder? Ey, ich habe das Also Ding man isst eine vergammelte Pflaume. Ja, aber ja, Ja, aber ist geil. Digga, am nächsten Morgen, das war alles leer. Ja, ich weiß. Das, Alter, was ist denn das für ein... Aber Was? pass auf, das kann sich noch in den Tag reinziehen. Also scheiß mir nicht die Rudermaschine voll. Ich habe Feuchttücher dabei. Wirklich jetzt? Ja, klar, immer. Immer. Aber du hast die Pflaume abends gegessen und dann kam morgens das Erwachen. Markus, ich gebe dir einfach meine Pflaume mit. Ich habe die auch viel gegessen. Das sind nur diese Mach dir keine typischen Vorstellung. Trockenpflaumen. Ich habe aber gehört... Nee, nicht. Nicht Trockenpflaumen. Was ist denn das? Nein, das sind die japanischen, diese japanischen Dinger in diesem... Ich weiß ganz Digga, genau das welche. war der Gamechanger. Ja. Aber eine langt schon, Alter. Das ist, was ist denn da? richtig gut. Das ist... Ich habe aber recherchiert online, jetzt hör zu, man soll das 30 Tage machen, Alter. Habe ich mir an den Kopf gefasst und dachte mir, kann ich ja nur noch daheim bleiben, so. 30 Tage am Stück? Ja, klar. Wer macht denn das 30 Tage am Stück? Ja, dein Darm ist da einmal ausgebrungen. Ja, das glaube ich 100%, Alter. Nicht jeder Mensch isst ja 1000 Gramm Carbs, jetzt isst du normal und tust das Ding an, dann bist du doch grottenleer danach. Ja. Also, wir Ich müssen habe aber mal... ein bisschen Schiss, das vor dem Wettkampf zu nehmen. Ja, aber beim Carb ab, das ist wieder... Ja, wenn es bei dir funktioniert, Ja, ja, bei beim mir hat Carb so ab. Gott sei Dank ohne alles funktioniert, aber ich hatte immer ein bisschen Schiss. Ich habe die daheim liegen gehabt und dachte mir vor dem Wettkampf letztes Jahr so, nee, lieber nicht. Sonst hätte ich Offenbach nicht nur auf der Bühne abgerissen, sondern auch Backstage auf der Toilette. Aber wirklich will ich mal sagen, was pflanzliche Sachen manchmal stärker wie irgendwelche Medikamente, das unterschätzt man wirklich. Ja. Muss ich echt sagen. Also, das Ding war brutal. Deswegen nimmst du ja nur Ashwagandha. Richtig, Testosteron. Natürlich. Sowas machen wir nicht. So was machen wir nicht. Natürlich nicht. Und hier sind 2 T-Shirts von deinen Fans und die wollen unterschrieben werden. Von dir. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du mein, wie heißt das? Von uns? Mein Merchandise-Manager bist, Alter. Der ist halt diesen Job einfach genommen, ohne, Ja. ohne Kenntnis. Der hat von denen 50 € verlangt und lässt die mir jetzt unterschreiben, Alter. Ich sag dir nochmal, wenn meine Realschullehrerin das sehen würde, die hat immer gesagt, ich habe die hässlichste Schrift und kein Mensch wird sich mal meine Schrift anschauen. Jetzt tätowieren sich die Leute meine Schrift. Das sollte ich dir mal vielleicht sagen. Ich dachte auch ein Tattoo. Auf die Stirn, Alter.
Ja. Jetzt haben wir hier einen kleinen Stammtisch gemacht. Es ging ums Zocken. Es ging ums Zocken. Wir Es haben uns- wurde ein Exkurs über Zelda, Mario Kart. Wo GTA. sind wir? GTA, wo wir sind jetzt gerne? Fortnite. Annual Tournament. Unreal Tournament, ja. Ja. Ja, weil Markus und ich sind ja so ein bisschen selbe Altersklasse. 90er. 90er. Ich Ende 90er. Mich würde interessieren, was eure Top 3 Spiele all time sind. Ja, Mann. Weil das ist schon, Ehrlich jetzt. All time. weil das ist schon krass. Dann hau mal raus, fang mal an. Ja, bei mir ganz klar Zelda Wind Waker. 1. Nostalgisch. Verrückter Call. Ganz verrückter Call. Hat keiner jetzt kommen sehen. Age of Empires. Krass. Oh, Alter. Aber Krass, Alter. Hätte ich of- nicht gedacht jetzt bei Age dir. of Empires und Zelda Wind Waker ist schon ganz stark. Und dann gehen wir schon in die. Würde ich GTA San Andreas nehmen. San Andreas nehmen. Ja. Ja, weil das war so das erste, wo ich mit meinen Brüdern vor der Playsee saß. Das Ding hat angefangen und wir dachten uns, fuck, das sieht ja aus wie im echten Leben. Weißt du, so die Grafik hat einen da so dermaßen umgeklatscht. Jetzt habe ich mir letztens das Game reingezogen. Alter, ich krieg Augenkrebs, wenn ich das, wenn ich das nur anschaue. Das war aber auch so krass bei GTA 4. Als das rausgekommen ist. Wie heftig die Grafik war. Das war das mit Nico Bellic, mit dem Russen, gell? Das fand ich geil. Aber eigentlich auch ganz, das war eigentlich gar Was sind kein... deine Top 3? ich muss kurz erstmal, bevor Dennis erzählt, ich habe noch GTA gespielt, da gab es GTA 2 mit der Oh, das Vogelperspektive. ist krass. Ja. Alter, Das war wo der geil. dann mit den Aber roten Pixel geschossen Genau. hat, gell? Das war aber schon die Map von, das war schon die Map von Vice City. Ach, war das schon Das die? war die Vice City Map, ja. Ah, das habe ich damals voll viel gespielt und ich war nicht immer so der so auf Terror gemacht hat, sondern ich war halt immer so der ordentliche, der so Missionen und ich habe auch immer bei Rot gebremst. Ja, genau, du warst, aber das habe ich auch mal zum Spaß gemacht, das war so geil. Vice City habe ich auf PSP immer gezockt. Was ist das? PlayStation Portable? Ja, genau. Y City Stories hieß das. Y City Stories. genau. Ja. Okay, wir gehen zu deiner Top 3, Dennis. Also All-Time Favorite Zelda Ocarina of Time. Da hängen einfach zu viele Kindheitserinnerungen dran. Ich habe es mit meinem Vater durchgespielt. Mein Vater hat die N64 gekauft und hat gesagt, komm, wir zocken. Und so. ein geiler Vater. Ja, so. Der hat es mehr wie ich gespielt und weil ich habe dann immer so, wenn die Untoten gekommen sind, habe ich gesagt, oh Vater, mach du. Ja. Weil ich habe mir immer so in die Hosen geschissen vor den Zombies. Wie alt war ich da? 6, 7? Ich glaube, Dennis hat es gar nicht gecheckt. Ja, ist egal. Ist halt, Was ist Nummer 2? GTA muss man nehmen. Bei mir aber Vice City. Das hat irgendwie so ein anderes Flavor rübergebracht, wegen den ganzen Lichtern und so. Und jetzt kommt ein harter Call. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Kingdom Hearts. sag mir, was ist das, ein Strategiespiel? Nee. Das war, Rollenspiel? das war so eine Combination zwischen Final Fantasy und Disney. Haben die da was zusammen gemacht. Das war auch richtig geil. Also es war so ein Abenteuer RPG-Ding, so war mit einer übergeilen Story, so ein richtiges Rollenspiel, da konntest du dich so richtig drin verlieren und sowas. Ich und Os, wir nehmen jetzt das Warmmachen richtig ernst, haben uns geschworen. Aber ihr habt verschiedene Ansätze. Was wir gesagt haben, ja, ich weiß, dass er immer oben anfängt, deswegen mache ich immer die Mattengeschichte am Anfang und dann machen wir es andersrum. Es ist schon ein bisschen. eingespieltes Team, schon fast Ehepaar. War auch einer der Comments im letzten Video. Ihr beide redet schon miteinander, als wärt ihr ein altes Ehepaar. Ja, schon. Ohne Scheiß. Manche tun ja wirklich kommentieren, gell, so. Mann, also der Urs, der redet echt manchmal böse mit dem Dennis und so. Und so, weißt du, Wie es wäre, wenn die Kamera aus ist. Scheiße, Alter. Aber gegenseitig, da wird nur gefeuert. Friendly Fire. Ja, aber was wir uns geschworen haben, dass wir eben jedes Mal, das ist ja schön unterteilt in den Räumen, und wir haben uns jedes Mal gesagt, vor dem Training gehen wir immer in diesen Raum. Was wir hier drin machen, gucken wir dann, aber irgendeine Art von Aufwärmen und von in den Körper reinspüren ist einfach extrem wichtig. Und gerade
Interessant, weil ich habe euch normalerweise immer nur beim Beintag hier aufwärmen sehen. Ja, schon, weil bei Beine haben wir unsere Wehwehchen so beide und wir wissen, okay, diese Movement Preps bzw. diese Aufwärmgeschichten müssen wir machen, dass es gut funktioniert. Aber auch beim Rest, zum Oberkörper, müssen wir irgendwie Mobility machen und wir haben schon echt viele von euch geschrieben, die wollen die Mobility-Routine, deswegen geht jetzt rüber auch zum Zweitkanal nach dem Video, der wurde jetzt wieder ins Leben gerufen, weil da werde ich eine fette Mobility-Routine für euch abdrehen und dann könnt ihr das da einfach immer nachmachen. Vielleicht mache ich auch 2, eine für Beine, eine für Oberkörper und dann kann man das immer vorm Training machen. Ich finde es auch vorm Training geil, ich weiß, viele Therapeuten und so, die schreiben mir, hey, vorm Training ist nicht gut, mach das nach dem Training. Kann alles in der Theorie stimmen. Wir beide sind nach dem Training so durchgeheizt, dass wir gar nichts mehr machen. Und das weiß ich, deswegen machen wir es lieber davor und dann ist es gemacht. Hey, kennst du das? Ich habe das letztens sogar gesehen, ich habe gedacht, die verarschen mich. Was denn? Da tun sich Leute verkleiden mit so Ritterkostümen. Ja, voll geil. Und die kämpfen richtig gegeneinander mit Waffen und so Mann, Zeug. Das ist Medieval MMA. Er kennt es nicht. Nein, du warst noch nie auf den Arnold Classics, man merkt, Alter. Ja, nee. Du meinst Arnold Classics ist das ein Wettkampf. Da komme ich runter vom Prejudging auf der Bühne, lauf raus, Digga, ich sehe, wie die sich in der Ritterrüstung in die Birne einkloppen. Dann dachte ich mir, da starte ich nächstes Jahr lieber, Alter. Jetzt wirklich Wettkampf? Ja, Mann. Ja, was wird da bewertet? Ja, wer gewinnt? Die knocken sich da aus, Mann. Mit Rüstung und Waffe und so. Und so. Die hauen sich, die betonieren sich die Fresse daher, Alter, ich sag's dir. Wie heißt das? Wie heißt das Wort dazu? Medieval MMA. Medieval? Ja, für mittelalterliches MMA. Ja, bin ich sprachlos. Also. Wir müssen kurz einen Shootout machen an South Park, ist einfach geil. Ja. Oder? Ja. Sind wir uns alle einig? Ja. Ja, gut, alles klar. Ich auch. South Park-Filme. Digga. Aber lass uns einen Shoutout machen, kein Shootout daraus. Shoutout, wir wollen das nicht abknallen, Digga. Ich war hier wieder im Kaufrausch. Ja, du wunderst dich, warum der Boden dreckig ist. Guck mal das an hier. Was ist das? Ah, eine neue Die Brustmaschine. neue Brustmaschine. Habe ich springen lassen, war ich unter anderem habe ich die springen lassen, weil ich extrem im Kaufrausch war. Also es werden ein paar neue Sachen bald angeliefert hier. Warum die? Die habe ich das erste Mal bei meinem guten Freund Mo im Vita gemacht. Ah nee, war gelogen. Habe ich in den USA schon vor 3 oder 4 Jahren gemacht. Mit Brett im Revive Studio. Und dann habe ich die letztens, wie gesagt, beim Kumpel Mo gemacht. Liebe Grüße. Und dann dachte ich mir, die ist schon echt geil. Die ist schon echt geil. Ich muss sagen, ich werde für immer die Hammer Strength, vor allem gerade mit dem Umbau hier, über alles lieben. Und es wird auch meiner Meinung nach mit die beste Brustpresse sein. Aber die ist einfach nochmal, Next Level, finde ich. Und ja. Da freue ich mich ja schon aufs nächste Chest-Training. Wir uns auch. Mhm. Ohne Aua trainieren, weil das Ding läuft so smooth, die ist so geil ausgelegt, dass... Hast du da Aua? Sorry, dass ich unterbreche. Nee, ich muss dir ehrlich sagen, in der Phase jetzt merke ich halt meinen Ellbogen da so schlimm. Ja, man muss die halt auch mal rausziehen und so. Die kannst du theoretisch auch alleine bis ans Todesmuskelversagen machen. Und guck mal, du hast halt hier so viele Verstellungen, weißt du, wie ich meine? So, dass du genau die Höhe einstellen kannst und so. Das, wie gesagt, die ist der Goat, damit haben wir unsere Titten zu denen gemacht, was die sind. Da widerspreche ich dir null. Aber die hier ist auch sehr, sehr geil und smooth, muss ich sagen. Und durch das, dass der Griff halt innen ist schon sehr geil. Weißt du, was ich meine? Nein, aber ich sag dir ehrlich, ich muss auch eine Lanze brechen fürs Bankdrücken. Ja. Also, weil du gesagt hast, die Titten haben wir damit aufgebaut. Ich muss sagen, meine Titten habe ich auch großenteils mit klassischem Bankdrücken aufgebaut. Also so die Grundmasse. Und dann natürlich mit der, die war auch immer drin. Meistens war es Bankdrücken flach und dann die hier. Und dann fliegende und dann noch irgendwas. Warum machst du die jetzt so? Fühlst du besser?
finde Überzüge mit dem Mac-Griff für meine Anatomie, für meinen Körper das Beste, was es gibt. Ich habe mehr Stabilität, weil ich so mache, verbind's und ich krieg einfach besser mein Latt reingezogen. Ist einfach so. Hab ich. Ich bin übelster Fan von dieser Mac-Griff-Variante. Der Ostem, den man Style ist auch gut, mache ich auch manchmal, aber das macht auch weniger Schmerzen. Und wir dürfen doch keine Schmerzen mehr haben. Gegen Ende von der Diät tut alles weh so, aber man vermeidet, wo man kann, weißt du. Wasser ist draußen und so. Aber ich muss sagen, geht eigentlich so. Geht schon. Auch noch das Training mit Leon war auch noch okay. Hätte ich mir schlimmer vorstellen können. Müssen wir noch mal wiederholen, wenn ein bisschen mehr Wasser aber drin ist. Ja genau, besser so. Das ist aber die negative. Nicht so reißen. Genau. Jetzt muss kontrolliert sein. Schön. Komm, lass den Zug auf den Muskel. Auf. Komm, langsam, genau. Umkehrpunkt mitnehmen. Weiter. Komm. Komm. Ja. So hier, nicht diesen oben, den Whip noch zu machen. So geh bis hier und dann wumm. Ja, jetzt hast du die Schulter nicht mehr unten, sondern ziehst die hoch. Okay. Alter! Reine Mann! Komm. Hey! Auf, eine noch! Stopp! Komm! Ja! Shout out to Brad Wilkin, Buddy. Immer wenn ich die Mac Grip Pullovers mache, muss ich an den denken, Alter. Ans Training, was wir zusammen gemacht haben für Olympia. Keine Ahnung, 23. Der hat schon ein paar coole so Trainingsclues auch, gell? Jeder. Ja. Deswegen, ich lerne immer von jedem. Der kann auch noch so natural und noch so dünn sein. Ich merke dann relativ schnell, okay, ist da was dahinter oder ist das nur online gelernt? Aber ich habe echt schon, und ich bin auch echt dankbar dafür, die ganzen Tipps und Cues von, keine Ahnung, ob es jetzt Coaches rund um die Welt oder Athleten sind, gelernt. Die typischen Bodybuilder sind ja so, du ja ein bisschen auch, du bist auch in deinem Ding festgefahren, aber du bist schon viel lockerer, muss man ehrlich sagen. Geworden. Ja. Aus Einfluss. Aber das ist ganz wertvoll. Das ist ganz wertvoll, wenn man versucht, von jedem Menschen irgendwas Brauchbares mitzunehmen. Klar gibt es viele Deppen, aber das merkt man dann ja auch. Dann muss man es nicht machen, aber es hat mich immer weitergebracht. Okay. Oh. Langsam gefällt mir wieder, was da passiert. Den Scheiß habe ich schon vermisst. Asoziales Training wieder. Die Fresserei. After Training Vibes. Das ist schon gut. Aber das Feuer ist auf jeden Fall noch viel stärker jetzt wieder da. Die Pause war so wichtig. So eine Pause ist manchmal schon gut. Aber wie schnell dich Menschen auch nach 6 Monaten abschreiben. Das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Auch so aus der Szene und so. Schon ein bisschen so diese, ich weiß nicht, ob der nochmal kommt, wo ich mir denke, Alter, ich war 10 Jahre da. Letztens haben wir so trainiert, Markus, nochmal einfach so gesagt, so, Alter, scheißegal, so Training ist einfach Training, Alter. So, scheiß auf alles, aber so Training ist einfach Training, Alter. Ich kann auch jetzt sagen, ich werde mein Leben lang irgendeine Art ich auch. von Training machen. Ich sehe schon Dennis und ich, die 60-jährigen Opas, die über alte Zeiten reden und noch asozial mit letzter Kraft Kurzhantelrudern. Die Muskeln hängen nur noch so dran. Das Bindegewebe ist nicht mehr ganz so gut. Nee, Spaß, aber ist schon Irgendwas gut. kann man immer trainieren.
Ja, wir gehen gleich nochmal rein in den Lat. Rotzen gleich nochmal hinterher. Sonst machen wir die horizontale Maschine immer eher Ellbogen abgespreizt oben rein. Und die meisten machen ja auch irgendwas so Einzelnes. Was aber viele vergessen, dass die Koordination zwischen beiden Muskeln oder halt zwischen beiden Latissimussen, ihr wisst schon, was ich meine, auch super wichtig ist, gerade auf der Bühne, wenn man Lat Spread macht oder Doppelbizeps von hinten. Und deswegen finde ich das sehr sinnvoll, auch gemeinsam zu rudern und nicht nur einzeln. Und ich finde, man hat da noch ein anderes Gefühl, gell? Wenn man beidarmig rudert und nicht nur dieses einzelne untere Lat. Ich finde halt, dass der Rücken, ist mein Empfinden, ich finde halt, der kontrahiert immer noch am besten, wenn man alle Seiten, also links und rechts kontrahiert. Es arbeitet ja alles zusammen auf der Bühne, du machst ja nicht so. Ja, genau. Also du machst vielleicht mal in der Posing-Kür einen Arm so, aber... Deswegen kann es schon gut sein, einarmig zu machen, aber ich würde auch immer was Beidarmiges drin haben. Wie Urs sagt, ich darf diese Fäkalsprache nicht machen. Urs sagt immer, also rumpimmeln müssen wir hier nicht. Rumgepimmelt wird hier nicht, Alter. Wir haben heute schon zu viel rumgepimmelt. Ja. Also ich muss ja so oder sowas sagen, wenn Diäten so vorbei sind, sowas, dann muss ich Urs echt beibringen, eine gute Mac-Bestellung zu machen. Das kann ich mir nicht mehr angucken, was der sich da... Jetzt schickt er mir so ein Mac. Ey, ich muss hier eine Lanze brechen, ich war einmal seit 4 Jahren bei McDonald's. Also so richtig bei McDonald's, dass ich auch einen Burger gegessen habe. Und ich hatte gar keine Ahnung, was ich bestelle. Ich schicke nur Dennis Bild, weil ich wusste, der sitzt daheim und hat Hunger. So geschickt. Sehr nett. Habe ich geschickt, so hier. Natürlich macht der voll schlimm. Habe ich geschrieben, hier du Arschloch, hast Bock drauf. Und dann sagt er so, Junge, ganz falsche Bestellung. Und dann schreibt er mir so einen Hieroglyph, Alter, mit Wiedersein, was war das? Hamburger Royal TS Käse. 2 Fleischstücke, nur ein Käsestück dazwischen. Hamburger Royal TS und Big Mac mit 4-fach Fleisch, 2 Pommes und ein... Aber was ist ja im Kopf, Alter? Dennis hat Hunger, Alter. Ja, McDonald's schon räudige Plörre, aber ich muss sagen, McFlurry ist schon... McFlurry ist McFlurry. Das McFlurry, das... Brutal, muss ich zugeben. Das ist auf jeden Fall... Da lasse ich gern meine Arterien ein bisschen verkalken dafür. Ja, Mann. An irgendwas muss ja sterben, aber wenigstens hast du gutes Eis gehabt, oder? Manchmal muss man auch gar keinen speziellen Muskel irgendwo ansteuern, sondern man muss einfach ziehen, einfach rudern. Das hat mir Stefan mal den Tipp gegeben. Einfach in den Rücken reinziehen. Fertig. Da wird schon was ankommen, macht euch keine Gedanken. Aber halt asozial. Ja. Digga, Alter, wie das sich anfühlt, wenn man mal einen Ladetag gehabt hat und man macht die Rückenübung, da merkt man richtig wieder, man hat einen Muskel, Alter. Geisteskrank. Das fühle ich gerade so. Das fühle ich gerade so. Jetzt überleg dir mal für die Classic Physik damals. Mach gleich 6 bei dir. Ja, für die Classic Physik damals. Ich mich die ganze Vorbereitung. Da hatte ich ja gar keinen Pump mehr, irgendwie 12 Wochen oder so. Also ich hab's ja War schon witzig, war schon, also verschickt so zu spüren. Ich hab's ja gemerkt, so wir haben mal angefangen, wo du in der Classic hier warst noch. Ja. Da habe ich auch gesehen, von Woche zu Woche ist deine Laune schlechter geworden. So. Nicht irgendwie so, also du hast dich ja eh schon mit dem Hungern abgefunden gehabt. Ich glaube, das war einfach so, ja, jetzt muss ich nur das Gewicht runterkrachen, scheißegal wie das Training ist, bringt alles nichts, weil das Gewicht muss runter. Ja. Hatte ich auch gar keinen Bock mehr. Aber hat man gemerkt. Gar keinen Bock mehr. Auf geht's, Digga, komm. Das ist gerade easy, also du hast schon Power, Mann, okay? Okay. 1, 2. Komm! Ja! Ja, gut. Okay. Weiter. Geil, los, komm, deine Maschine. Komm. Stark, komm. Sehr gut, weiter, komm. Bleib im Fluss, ich bin dabei.
Noch ein, mach noch ein. Komm. Ja, eine noch. Ha! Okay. Boah. Satz, Alter. Geiler Satz, Mann. Es zwirbelt schon rein. Aber zum Spaß sind wir ja nicht hier. Machst du 6 oder 5? Was sagst du? Heute machst du mal 6. Der Ladetag soll ja nicht umsonst gewesen sein. Fokussier dich auf dein Laden. Auf geht's jetzt. Komm, Mann. Auf. Ich bin da. Komm. 1, 2. Ja! Und ab. Okay, lass los. Auf. Versuch die Ellbogen so gut wie es geht dran zu halten und aus dem Latt zu ziehen. Ja. Gut. Gut. Kontrollieren. Schön. Umkehrpunkt auch. Ja. Weiter. Weiter. Auf. Komm, nicht schneller werden. Genau. Gut. Ellbogen ran, so gut wie es geht. Komm. Jetzt zählt's. Komm, 2. Schub. Ich bin da, komm. Komm. Eine noch. Auf geht's. Und raus. Komm. Komm jetzt. Halt. Sehr gut. Die letzten haben mir besser gefallen. Gut. Aber du hast recht. Den Stretch da nach vorne, der ist... Kurz. Weil die Maschine, müsst ihr auch verstehen, wenn wir die nur hier oben beladen, fängt die von hier an erst richtig zu wirken. Also das Gewicht überträgt sich so in dem letzten Drittel am allermeisten. Und da wollen wir das Gewicht sozusagen aus dem Umkehrpunkt rausziehen. Deswegen sage ich immer Umkehrpunkt zu ihm, dass man das versteht oder dass er checkt, okay, da muss ich kurz anhalten und da rausziehen. Weil wenn man das Gewicht da auf den Rücken überträgt, ist Wachstum garantiert. Ein richtig guter Satz. Ich mach 7. Machst du noch einen? Ja. 7. Ja. Ja, Digga, ich habe genug zu fressen. Ja, gerade forcieren wir auch das Essen nicht so. Worauf wir aber beide achten, was extrem wichtig ist und was uns beiden auffällt, ist die Mittelpartie. Und das finde ich auch, wenn ihr so das seht und dann der Latt rauskommt. Das kreiert diese Illusion. Deswegen sind wir da auch akribisch dran und versuchen alles so zu machen, dass wir ein geiles Gesamtpaket kreieren. Ja gut, aber ich meine jetzt von außen betrachtet, wenn ich jetzt viel essen muss, oder muss ich jetzt nicht so viel Musst essen? du viel essen? Wie geht man da ran? Das ist die Frage, man muss so viel essen. Ich esse gerade 4000 Kalorien. Ja gut, aber du bist ja auch an einem geht's Punkt in vorwärts. deiner Karriere, wo du ja schon das bist, was du bist. Aber baust du mit diesen 4000 Kalorien trotzdem nur noch mehr auf? Und wirst Ja. Okay. Ja. Weil ich hätte immer gedacht, du musst halt viel mehr essen, um dann irgendwie erstmal so hinzukommen, wie du bist. Würde ich nicht sagen. Habe ich eine andere Denke mittlerweile. Ich glaube, um diese Grundmasse aufzubauen und immer, wo kommt man her, wo will man hin? Wo Dennis herkommt und hin will, ist eine ganz andere Richtung, wo ich herkomme. Ich war als Kind schon fett, dann war ich extrem schnell muskulös und konnte extrem viel fressen. Dennis war irgendwie 50 Kilo schwer und hat sich ewig schwer getan mit dem Essen. Der muss erst mal richtig reinfressen, um Masse zu gewinnen. Für mich hat es immer schon ausgereicht, nicht extrem viel zu essen. Schon viel, aber ich meine, 4000 Kalorien sind nicht wenig. Aber diese 8500 Kalorienpläne, ich sag mal, wenn ich Ende meines Aufbaus bei 5,5 ankomme, ist es mehr als genug. Ist es weitaus mehr als genug, in meiner Meinung nach. Und wenn du jetzt gerade anfängst mit dem Sport und irgendwie Muskeln aufbauen willst, dann sage ich schon auch, hey, Nudeln und Hack, gib ihm bis zum geht nicht mehr, 6-mal am Tag, dann kannst du auch fett werden, ist alles kein Problem. Ich kann jetzt auch ein bisschen fetter werden, aber bei uns geht es halt einfach viel auch um die Mittelpartie und so und das will man sich halt eben nicht zerschießen, weil das wieder umzubauen ist schwierig. Sehr schwierig. Ich kenne ein, zwei, die es geschafft haben. Rolly und eigentlich nur richtig Rolly, wo es geschafft hat. Und der hat es mit einem Haufen Arbeit geschafft. Ein Haufen. Ich war ja in Kuwait. Es geht schon, ob man es wirklich so hinkriegt. Und ganz wichtig ist halt auch stoffwechseltypmäßig halt. Ja.
Ich habe schon immer gesagt, der Urs ist keiner, der viel essen muss. Glaube ich nicht, dass er es forcieren muss. Sein Körper baut gut auf. Bei mir ist halt ein bisschen kacke wegen so einem ganz schnellen Stoffwechseltyp, aber ja. Halt wegen dem schlechten Essen, so dass die Mengen, aber du kriegst ja auch hin. Also Alles hin. So, man muss halt seinen persönlichen Weg finden, wo am besten funktioniert. und wir setzen auch, ich weiß nicht, ob wir von wir sprechen, aber ich persönlich, kannst du ja auch gleich beantworten, ich setze auf Langfristigkeit. Also lieber brauche ich jetzt 3 Jahre, um an die Spitze zu kommen, als 1 Jahr und dann einfach grottig auszusehen, weil ich mich verbaue und weil ich mich da zerschieße. Also das muss man auch immer so betrachten und das war auch früher so, also wenn wir von den 80er, 90er reden, dass die Jungs teilweise, es gibt immer Ausreißer, die jung schon erfolgreich waren, hat bei mir in der Classic auch funktioniert, aber die anderen, das hat sich alles, wie oft wurde ein Ronnie Coleman out of Top 15 beim Olympia, irgendwie Vorletzter oder so, bis der dann wirklich seinen Fortschritt gemacht hat und dann ganz vorne stand. Ja. Don't complain, yeah. Why complain? I didn't complain when I got 15 out of 16. In 1992, I didn't place at all in the Olympia. Didn't get a dime, didn't get a dollar. I didn't complain 1994. I didn't complain when I got 15th. 1995, I didn't complain when I got 11th. 1996, I didn't complain when I got 6th. 1997, I didn't complain when I got 9th. The moral to the story is, why complain? 1, 2, ja. Oh. Okay. Dranbleiben. Okay. Oh. Ja, okay. Oh. Alter, drückt meine Organe fast zum Hals raus. Boah. 7 Plates sind. 7 Plates. Es macht auch schon Druck. Aber ich sag dir ehrlich, wenn wir die da machen würden, da wird es mein Brustbein zusammendrücken. Ja, die ist schon sehr. Die geht schon auf die Atmung dann noch. Ja. Lustig, wie man sein Training jetzt gestalten muss. Genau. Sehr gut. Versucht so penibel wie möglich zu machen. So perfekt wie es geht. Ja, aus dem Rücken. Ja. Geht. Komm. Ich bin da jetzt. Auf. Und finish. Komm, Zug. Bleib drin. Jawohl. Geil. War gut. Genau. Brust gegen Fett. Ja. Auf. Boah. Durch Restpause Satzknall. Kann ich machen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, gell? Du nicht, aber ich schon. Ja, mach. Ja. Okay.
Jetzt. Okay. Mach einer runter. Bereit. Wir haben 3 Übungen gemacht, alle 3 gutes Gewicht bewegt, richtig kontrahiert, haben Höllenpump schon nach 3 Übungen richtig so mit wenig Sätzen, das ist optimal. Geht noch ein bisschen besser, weil wir müssen noch was für oben machen. Also wir haben 3 Übungen gemacht, eine Überzugvariante, 2 Ruderübungen, einfach in den Rücken reingerotzt. Jetzt ein bisschen spezifischer. Ich habe hier noch einen Restpausesatz gemacht. Geile Intensitätstechnik. Mache ich gern. Wir haben lange keine Intensitätstechnik mehr gemacht. Auch wegen Ende bei dir in der Vorbereitung. Da will man sich dann eher aufs Fokussieren oder Halten der Gewichte fokussieren. Ja, aber ich werde das in Zukunft öfters einbauen. Habe ich gerade gemerkt. Anschließend werde ich an die Extreme Row gehen und oben nochmal wirklich ganz oben reinziehen. Trapez und dann machen wir noch Klimmzüge. Ja, dann sind alle Winkel abgedeckt. Vollwertiges Rückentraining und dann sind wir gut dabei. Urs hat mich wieder auf Kaugummi kauen gebracht, Alter. Digga, aus dem Maul Mocktasche, Alter. Normaler Diätmock. Ja, also. Willst du die eine drauf oder so passt gehen? Nee, lass so. ist Das gut. ist Quatsch. Ist immer noch okay. Auf. I got you, man, I got you. Auf. Eins. Ja, ab. Schön. Aber gut. Komm, Dennis, bleib drin. Schön im Muskel. Ja. Auf. Jawohl. Zug. Komm. Geht schon. Hoch. Jawohl. Komm. Auf. Geht noch. Hoch. Finish. Yes. Der war gut, das Satz. Boah, der war gut, ey. Geil, Alter. Ich habe gerade einen Euphorieanfall. Weil er enges Oberteil an hat. Nein, weil ich weil ich auch enges Unterteil an habe. Aber es ist nur für dich später, habe ich vorbereitet. Nee, Spaß, aber geht schon vorwärts jetzt. Geht wieder in die richtige Richtung. Saftigen Supersatz zum Abschluss des heutigen Rückentrainings. Klimmzüge mit hinterer Schulter am Kabel. Funktioniert. Ey, ich glaube, ich brauche Sushi gleich. Und Cam.
Okay. Bruder, Hast schon mal auf den Tacho geguckt? freue ich mich. Ja, es Guck ist, mal auf den Tacho. Tja, es ist zu spät, Mann. 1 Meal habe ich heute drin. Da hilft nur Sushi. Da hilft gleich ein Karamalz mit einem Isoclear und dann mit einer Ladung Sushi auf jeden Fall. Ich brauche so ein räudiges, also so Dirty Sushi, weißt du? So gar nicht viel Schnickschnack und Soßen und Rauch und so ein Scheiß. Ehrliches Sushi aufs Brett und rein damit. Ich bin auch immer mehr Nigiri-Fan, muss ich sagen. Also ist auch, immer glaub ich, weniger, sehr clean und sehr simpel. immer weniger diese Inside-Out-Geschichten und immer mehr so Nigiri-Stuff. Aber einkaufen muss ich auch noch. Also, auch mal fertig. Nimmt auch da die ganz kleinen Bewegungen noch mit hier. Diese Zack, 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 Zack. Am Ende. Die hintere Schulter. Ja, langsam sind sie gleich hoch. Ploppt. Ja, das muss immer. Wenn die hintere Schulter ist wie die vordere, Alter, das sieht schon geil aus. Gut, Post-Workout. Auf geht's. Die Sommertemperaturen, die haben es mir mal angetan. Deswegen trinke ich doch ganz gern mal jetzt nach dem Training Isoclear. Und seit ich auch wieder back bin. Im Karamalz. Im gut deutschen Getränk. Der Leon war ja gar nicht begeistert davon. Ja, aber wurde viel kommentiert im letzten Video. Ja, hast gesehen. Unser Karamalz. So sieht's aus. Meine Mischung für nach dem Training, okay? Jetzt kommt der Miracle Bear Stack hier. Das probiere ich heute mal aus. Nach diesem Chicken and Waffle Way macht mir diese orangene Ich war auch skeptisch, ich dachte, das ist Ding herzhaft. macht mir da Angst, weil das war ja nix, aber das wurde noch. Aber viele fanden es tatsächlich geil. Ja, ich Aber meins war es auch nicht. glaube, da muss man Fan von sein. Aber das riecht schon ziemlich geil. Oh ja. Das riecht absolut wie Peach Rings. Ja, so Peach Ring Style. Ein Scoop reicht. Dann kommt da noch rein hier. Ich bastel mir hier mal zusammen. Kreatin, gerade versuche ich ja auch wieder. Ich nehme vorm Training eine Schippe, das sind 5 Gramm. Und danach, das sind glaube ich auch 5 Gramm. Ne, 3,5, sorry, ich will nichts Falsches sagen. Also roundabout 10 Gramm Kreatin zu mir zu nehmen. Und das kombiniere ich hier mit Glutamin für die bessere Aufnahme der Kohlenhydrate. Kreatin rein und dann freut sich gleich die Muskelzelle. Dann wird das alles reingesaugt und man macht zum Serious Gains, Alter. So sieht's aus. Ohne Sieb, das braucht man nicht. Gibt es hier rein und wer diesen Stack auch mal probieren möchte, der weiß Bescheid. Ihr könnt mit Code POLACO bei euren ESN-Einkäufen sparen oder Code URS funktioniert
Der auch, ja? Funktioniert jetzt tatsächlich auch, weil viele immer Code Urs eingegeben haben. Ja, Ich dachte Urus, muss ich Urus, ich kenne dich doch von TikTok, ja. Der TikToker, ja, Wallah, Bruder, nice, ja. Also, wir sagen Stößchen und bis gleich im Sushi-Restaurant. Hey Urus, Urus, wo gehen wir hin? ich kenne dich doch von TikTok, oder? Schon der TikToker. Ey, was ist hier eigentlich mit der Parkplatzsituation, Mann? Ich kann nicht mehr auf diesen Parkplatz rauf, weil hier dicht ist. Wir in Heilbronn setzen auf Fahrräder, nicht auf PKWs. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Car Backload. 17 Uhr. Da muss schon was rein, Mann. Ah, da drüben ist er, ne? Der Baustelle schmeckt einfach der Zuchtlachs noch besser. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hier bedient und wer nicht. Ja, Alter, hier sind nur Japaner, Mann. Was soll ich sagen? Hallo, und Tisch für zwei? Nee, wir haben heute geschlossen. Es ist heute eine private Veranstaltung. Private Veranstaltung. Privatveranstaltung. Genau, erst morgen wieder. Dann Gut, Dann suchen wir was anderes. dann suchen wir was anderes, danke. Du, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, ein bisschen Sake mit den Japanern zu saufen. Hätte ich nichts dagegen Ja. gehabt. Kanpai, Kanpai. Konnichiwa desu ka? Oishi desu. Oishi desu. Rührt. Japan war ich ja schon. Ja. Steht immer noch auf der Liste für dich. Steht immer noch auf der Liste, wird auch auf jeden Fall angegriffen. Müsstest du eigentlich mal mitkommen. Also ganz klare Nummer. Ich bin gerade auch schon immer am Grübeln, wann genau. Du sagst, der Sommer ist da nicht so geil. Zu heiß. Aber so Übergangsjahreszeit. Herbst oder Frühling ist geil. Herbst sehe ich uns da. Kannst du kurz Magnus sein? Ah, er kennt mich auch. Natürlich. Hey. So, eins. Okay. Cool. Hey, korrekt. Dankeschön, Alter. Mach's gut. Euch auch. Ja. Anstatt zu QQ Sushi könnten wir auch zu QQ Niels gehen. Da geht Stefan Pütz ja immer hin. Ja, ein Muss paar man seine Nägel machen. Hm? Ey, ich sag's dir, ich mache ja auch immer Pediküre, Maniküre, gell? Ehrlich. Und letztes Mal haben die das so abgeschliffen am Fuß. Meine Nägel haben so geglänzt, Alter. Hätte ich auch auf den CSD gehen können, sag ich dir ganz ehrlich. Und vor allem hat die Scheiße dann irgendwie 4 Monate gehalten oder so. Markus und ich laufen hier gerade rein, sagen ganz freundlich zu einem Hi, servus. Wir haben noch eine halbe Millisekunde vergangen. Hätten wir gefragt, wo können wir den Platz nehmen. Wirklich? Setzt er sich Habt ihr wieder, schon offen? setzt er sich wieder zu seiner Freundin und guckt uns an, als hätte er einen Geist gesehen, Alter. Ich wollte schon sagen, der Laden ist aber unhöflich. Ja. So Leute, Essen ist jetzt auf dem Weg, beziehungsweise schon da. Ich habe schon bekommen. Deswegen muss ich auch schnell meine Gerichte einpacken. Ihr wisst ja, Kühlschrank ist leer im Gym, beziehungsweise zu Hause. Deswegen packe ich hier gerade meine Prep My Meal Bestellung zusammen. Und zwar wisst ihr, der Summer Sale, der läuft gerade noch. Deswegen, wenn ihr Bock habt, eure Gerichte zu bestellen, macht es auch gleich im Anschluss ans Video. Ich habe hier meine 24 Meals auf jeden Fall schon mal parat. Und ich sehe hier gerade die Kässpätzle mit Hähnchen. Die gehen direkt rein. Ja, hau doch mal raus, was du am liebsten isst. Als Schwabe müssen die Kässpätzle rein. 2-mal sogar. Und wahrscheinlich 20 Mal Pad Krapau. Pad Krapau fliegt natürlich auch rein. Generell die Athlete Meals, die Athlete Line, die kann ich nur empfehlen, genauso wie die Pizzen auch. Also Pizza wird definitiv auch reingehauen. Die Tono kann ich sehr empfehlen. Tomate, Zwiebel, eine mit Chicken und eine Margarita, die habe ich noch gar nicht probiert. Dann haben wir schon 6 Meals drin. Die Proteinpenne, obwohl sie Veggie sind, absolut geil. Hatte ich bei Leon letztens, kann ich empfehlen. Und fliegen auf jeden Fall auch mit rein. Was auch reinfliegt, ist Kokos Chili mit Lemongrass Soße. 2-mal sehr zu empfehlen. Rindfleisch mit Kartoffeln macht man nie was verkehrt. Das Schwäbisch aber auch, dass sie da nichts verkehrt machen. Das ist hier ist eine super Sache. Gerade hier, wenn man Muskeln aufbauen will, bedarf es ja an Kohlenhydrate und an Proteine. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Kässpätzle drin, wir haben die Proteinpizzen drin, wir haben Proteinpenne drin, wir haben Kokos Chili Lemongrass Chicken drin und wir haben Rindfleisch mit Kartoffeln und 12-mal die Athlete Line. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, macht das Ganze bei Prep My Meal, gebt Code Polacco ein und probiert euch durch Sortiment. Für die Athletes unter euch und die was Performance wollen, kann ich die Athlete Line auf jeden Fall ans Herz legen. Ansonsten hat Prep My Meal aber jede Menge
Fitness- und High-Protein- oder Low-Calorie-Gerichte zur Verfügung. Wenn ihr wenig Zeit habt und es mal schnell gehen muss, dann gönnt euch auf jeden Fall euer persönliches Meal. Guten Appetit. Danke. Ja, das ist so ein Ist das Stückchen. alles meins, oder was? Ich würde sagen, ja. Okay, ich frage mich noch, ob wir uns reinsetzen sollen. Du bist echt im Nigiri-Game, habe ich das Gefühl. Ich bin voll im Nigiri-Game eingestiegen und ich muss sagen, es schmeckt sogar noch besser, als es aussieht. Also wirklich überrascht mich gerade echt positiv. Richtig geil, wir haben hier Thunfisch, Lachs, also flambierten Lachs, normalen Thunfisch. Hier auch noch irgendwas. Hier irgend so eine Special Roll, da gehen wir mal rein. Mit Mango, fand ich ganz interessant. waren eigentlich meine, aber Echt? ja. Nee, bediene dich ruhig. Achso, nee, dann ist das. Nein, jetzt. ich möchte jetzt, dass du das kostest. Nein. Hier habe ich die Special Roll. Achso, Ist hier Mango drin? nee. Doch, ich glaube, hier ist Mango drin. Und hier die Special Roll. So isst ein normaler Mensch. Und so isst du dann als Open Bodybuilder. Aber ja, Ja, naja. muss rein. Ich würde sagen, wir finishen das Ganze. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen, euch auch was zu essen geholt oder holt euch jetzt ein großes Meal oder startet rein in euer Rückentraining. Ich wünsche euch auf jeden Fall guten Pump, viel Spaß, lasst euch nicht unterkriegen, denkt positiv und es geht immer weiter im Leben. Euer Urs, bis zum nächsten Mal.